Mit 12 Jahren konnte ich nicht mal über einen Zaun klettern, war etwas übergewichtig, unsportlich und habe gestottert. Heute bin ich mit 45 fitter als die meisten 25-Jährigen und habe ein Sixpack, trotz wenig Zeit, ohne Fitnessstudio, ohne teure Supplemente und vor allem ohne Ausreden. Wie eine einzige Entscheidung mein Leben im Alter von 12 Jahren komplett gedreht hat, zeige ich dir gleich. Was ich an diesem Tag entschieden habe, hat nicht nur meinen Körper transformiert, es hat mein ganzes Leben verändert. Aber hier ist das Verrückte. Über 80% der Menschen machen heute genau den Fehler, der mich damals gefangen hielt. Sie denken, Transformation braucht Talent, gute Gene, Supplemente, teure Geräte etc. Alles Bullshit. Ich zeige dir heute, wie ein einziger Moment der Entscheidung dein ganzes Leben umkrempeln kann. Aber das war auf jeden Fall nicht immer so. Als Teenager war ich der klassische Verlierertyp der 90er Jahre. Pummelig, picklig, gestottert, von Mädchen ignoriert. Heute erzähle ich meine Geschichte und zeige dir, wie du die gleichen Prinzipien nutzen kannst, um fit und gesund zu werden. In diesem Video sprechen wir über 1. Die Negativspirale, die einen großen Teil von uns gefangen hält. 2. Meine Transformation. 3. Die Positivspirale mit praktischen Tipps. 4. Ein 30-Tage-Plan, mit dem du sofort starten kannst. Los geht's! Wenn du endlich ausbrechen willst, kannst du jetzt schon mal gerne einen Daumen dalassen. Lass mich dir die harte Wahrheit sagen. Du wirst systematisch krank gemacht. Nicht böswillig, aber profitabel. Schau dir den Durchschnitt von heute mal an. Vielleicht erkennst du dich wieder. Übergewicht, Blutdrucktabletten, chronisch müde, abends vor Netflix, Feierabendbier oder Wein, stundenlanges Candy Crush daddeln und dann wundern, warum man sich scheiße fühlt. Laut Statistischem Bundesamt ist jeder zweite Deutsche über 40 übergewichtig, jeder dritte hat Bluthochdruck, jeder vierte nimmt täglich Medikamente. Gleichzeitig über 4 Stunden Bildschirmzeit täglich. Ist das ein Zufall? Nein, das ist leider ein System. Die Negativspirale funktioniert so. Morgens Cornflakes oder Brötchen, Zucker pur. Das gibt dir einen kurzen Energiekick, dann crashst du aber um 10 Uhr zum ersten Mal. Also mehr Kaffee, mehr Snacks. Mittags Fertiggericht oder Fastfood, weil du keine Zeit hast. Wieder Zuckercrash um 15 Uhr. Wieder Koffein, Snacks, Süßigkeiten oder Gebäck. 8 Stunden im Büro sitzen haben dich fertig gemacht. Abends fällst du aufs Sofa. Netflix an, Pizza bestellt, Bier dazu. Hab ich mir verdient. Statt ein Sachbuch zu lesen oder einen Wissenspodcast zu hören, konsumierst du leicht verdauliche Kost. Oder noch schlimmer, du daddelst am Handy. Candy Crush, Brawl Stars, Clash of Clans oder sonst irgendeinen Müll. Du und dein Gehirn werden zum Couch Potato. Das Tückische an der Negativspirale, sie verstärkt sich von selbst und wird zum Teufelskreislauf. Schlechter Schlaf führt zu weniger Energie. Weniger Energie führt zu weniger Bewegung. Weniger Bewegung führt zu einer schlechteren Körperkomposition. Ein schlechterer Körper führt zu einem geringeren Selbstvertrauen. Ein schlechtes Selbstvertrauen führt zu schlechten Entscheidungen. Schlechte Entscheidungen führen zu weniger Erfolg zu mehr Stress und noch schlechterem Schlaf. Ähnlich sieht der Teufelskreislauf bei der Ernährung aus. Junkfood führt zu einem Energieabfall. Weniger Energie führt zu einer schlechten Konzentration. Eine schlechte Konzentration führt zu weniger Produktivität. Weniger Produktivität zu weniger Erfolg. Wenig Erfolg zu Geldsorgen zu billigem Junkfood, also einer noch schlechteren Ernährung. Ähnlich sieht es auch bei Sport aus. Ein Bewegungsmangel führt zu weniger Endorphinen. Weniger Endorphine führen zu schlechter Laune. Schlechte Laune führen zu Beziehungsproblemen. Beziehungsprobleme zu mehr Stress zu noch weniger Motivation für Sport und wieder zu Bewegungsmangel. Last but not least unsere Screentime. Eine Bildschirmsucht führt zu weniger echten Kontakten. Weniger echte Kontakte führen zu Einsamkeit. Eine Einsamkeit kann zu einer Depression führen und eine Depression kann zu einer verstärkten Bildschirmsucht führen. Nach 2 bis 3 Jahren wird es automatisch. Du willst das Junkfood, weil du süchtig bist. Du willst nicht trainieren, weil du keine Energie hast. Du willst nicht früh schlafen, weil Netflix deine einzige Flucht ist. Das Resultat? 15 Kilo mehr, chronisch müde, 3 Medikamente täglich. Deine Ausreden? Keine Zeit für Sport, aber dafür 4 Stunden Netflix täglich. Gesund essen ist zu teuer, aber dafür 200 € monatlich für Lieferdienste. Bücher sind langweilig, dafür aber 3 Stunden täglich Candy Crush. Das perfide am Ganzen, Big Food will dich süchtig nach Zucker. Big Tech will dich stundenlang am Bildschirm und Big Pharma will dich als Dauerkunden haben. Du denkst, du triffst freie Entscheidungen, wirst aber systematisch manipuliert. Aber es gibt einen Ausweg. Ich weiß das, weil ich selbst aus dieser Negativspirale ausgebrochen bin. Ich muss dir von meiner Kindheit erzählen, weil sie zeigt, wie schnell man in die Negativspirale rutscht und wie man wieder rauskommt. Gehen wir hierzu in die 80er, 90er Jahre, die Zeit meiner Kindheit. Meine Eltern waren damals typische 80er-Jahre-Eltern. Beide starke Raucher, mein Bruder und ich saßen auf dem Rücksitz im Auto, während vorne gequalmt wurde. Heute eher die negative Ausnahme, damals leider normal. Unsere Mutter kochte immer frisch, das war gut und gesund. Aber wir hatten freien Zugriff auf Süßigkeiten und billige Limonaden aus dem Supermarkt, den ganzen Tag. Ist ja nur Zucker, die Kinder brauchen den für ihre Energie, hieß es damals zumindest.
Mit 12 war ich das, was man heute metabolisch kaputt nennt. Übergewichtig, Pickel im Gesicht, gestottert wie ein defekter Motor. Ich war introvertiert, unsicher, von Mädchen komplett ignoriert. In der Schule war ich der Typ, der als Schlusslicht in die Mannschaft gewählt wurde. Aber zumindest im Kugelstoßen war ich gut. Dann kam ein Wendepunkt, der mein Leben verändert hat. Mein älterer Bruder hat mich mal zum Basketball mitgenommen. Der schulische Freiplatz war damals eingezäunt und verschlossen. Die anderen Jungs sind einfach über den Zaun drüber gesprungen. Ich habe es nicht geschafft. Ich war zu schwer, zu ungeschickt, zu schwach. Ich musste um Hilfe bitten, um über den Zaun zu kommen. Die haben gelacht. Nicht böse, aber sie haben gelacht. Auf dem Platz war ich eine Katastrophe. Langsam, ungeschickt, konnte nicht mal den Ball richtig fangen. Nach einer Stunde bin ich nach Hause gegangen. Gedemütigt und frustriert. Aber an diesem Tag ist etwas passiert. Ich lag im Bett und dachte, ich will nicht mehr der Loser sein. Ich will es ihnen zeigen. Nicht durch Talent, das hatte ich nämlich nicht, sondern durch harte Arbeit. Ab dem nächsten Tag bin ich jeden Tag zum Basketballplatz gegangen. Jeden einzelnen Tag. Während andere Gameboy gespielt haben, habe ich Freiwürfe geübt. Während andere Fernsehen geschaut haben, habe ich Dribbeln trainiert. Die ersten Wochen waren total brutal. Ich war immer noch schlecht, aber ich war da. Jeden Tag. Die anderen haben mich erst belächelt, dann respektiert, dann bewundert. Nicht wegen meines Talents, sondern wegen meiner Konstanz. Nach einiger Zeit auf dem Basketballplatz bin ich in einen kleinen Kraftraum in der Schule gegangen. Mit 13 oder 14 muss das gewesen sein. Ich wollte meine Sprungkraft erhöhen, um irgendwann einen Dunking zu können. Was dann passierte, war magisch. Nicht nur mein Körper hat sich verändert, sondern meine ganze Persönlichkeit. Ich wurde selbstbewusster, das Stottern verschwand peu à peu, meine Körperhaltung wurde aufrechter, plötzlich schauten auch Mädchen in meine Richtung, nicht weil ich plötzlich schön war, sondern weil ich Selbstvertrauen ausgestrahlt habe. Meine Noten wurden besser. Warum? Weil ich gelernt hatte, dass Anstrengung sich auszahlt. Wenn ich beim Basketball besser werden konnte, konnte ich auch in Mathe besser werden. Und hier wird es interessant. Diese Transformation hat mein ganzes Leben geprägt. Nicht nur die Teenagerjahre, mein kompletter Werdegang basiert auf diesem einen Moment der Entscheidung. Davon bin ich überzeugt. Und wer hätte damals gedacht, dass Basketball meinen Abiturschnitt durch die 15 Punkte in Sport, also eine 1 plus, so stark verbessert? Nach dem Abitur kam die Bundeswehr. Grundwehrdienst im Panzergrenadierbataillon 342 in Koblenz. Ein ziemlich harter Laden. Aber durch meine körperliche Leistungsfähigkeit konnte mir keiner was anhaben. Ein Stabsunteroffizier hat mal zu mir gesagt, Mücke, du bist eine Maschine. Auch meine berufliche Karriere wurde dadurch maßgeblich beeinflusst. Meine beiden wichtigsten Karrieresprünge passierten durch Sport. Mein erster Job nach dem Studium: ein Bekannter im Fitnessstudio in Dortmund hat mich angesprochen. Du studierst doch Informatik, oder? Wir suchen jemanden. Und zack, hatte ich meinen ersten Job, ohne eine Bewerbung geschrieben zu haben. Mein zweiter Job: ich war auf Heimatbesuch bei meinen Eltern in Xanten. Bin zur Wakeboardanlage gefahren, damals mein neues Hobby. Dort erzählte mir ein Freund von der Schule, Amazon baut ganz in der Nähe ein riesiges Fulfillment Center in Rheinberg. Bewirb dich doch da, die suchen IT-Leute. Ich habe mich beworben und den Job als IT-Manager bekommen. Bei Amazon bin ich während meiner fast 10 Jahre vom IT-Manager zum Senior Regional IT-Manager aufgestiegen. Verantwortlich für Mitteleuropa, 350 IT-Mitarbeiter im Team. Warum? Weil Sport mit Disziplin, Durchhaltevermögen, Teamgeist und Führungsqualitäten beigebracht hatte. Hier ein schönes Zitat von Pelé. Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren, Aufopferung und vor allem Liebe zu dem, was du tust. Über 30 Jahre habe ich experimentiert. Ich war Vegetarier, habe Ketogen ausprobiert, Carnivore, habe mit Supplementen, ohne Supplemente ausprobiert, verschiedene Trainingsmethoden etc. Mit über 40 habe ich die optimale Strategie für mich entwickelt, welche aus 5 Grundsäulen besteht. An erster Stelle Sport, in meinem Fall Krafttraining und viel Bewegung im Alltag. An zweiter Stelle Ernährung. High Fat, High Protein, Low Carb, so natürlich wie möglich. Warum Low Carb, erkläre ich in meinem Video zum Thema Kohlenhydrate. An dritter Stelle soziale Kontakte. Familie und echte Freundschaften wirklich aktiv pflegen. An vierter Stelle Work-Life-Balance. Spätestens nach 10 Stunden Feierabend, egal was die Kollegen oder Vorgesetzten machen. An fünfter Stelle spaßige Hobbys. Wakeboarden und Basketball in meinem Fall, aber jeder andere Team- oder Funsport ist super. Der geheime Schlüssel: Disziplin und Konstanz. Nicht Perfektion, sondern Beständigkeit. Ein schönes Zitat: Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Jetzt erkläre ich dir, warum manche Menschen immer erfolgreicher werden, während andere immer tiefer sinken. Es liegt an der Positivspirale, einem sich selbst verstärkenden System aus guten Gewohnheiten. Der erste Aspekt der Positivspirale ist die Ernährung als Energiequelle, nicht als Feind. Vergiss alles, was du über die Ernährung gehört hast. Meine Strategie ist sehr simpel. Wenige große Mahlzeiten, in meinem Fall nur 2 pro Tag, anstelle von vielen kleinen Mahlzeiten mit Snacks. In meinem Video zum Thema Frühstück erkläre ich, wie John Harvey Kellogg das Frühstück als die wichtigste Mahlzeit des Tages erfunden hat. Meine Ernährung basiert auf einem ganz einfachen Prinzip. 1. Wenn es das Lebensmittel oder die Zutaten nicht vor 200 Jahren gab, weg damit. 2. Wenn ich eine der Zutaten nicht kenne, weg damit. Konkret bedeutet das:
1. Frische, unverarbeitete Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Nüsse. 2. Gesunde Fette, Avocadoöl, Olivenöl, Butter, ja Butter und nicht Margarine. 3. Hochwertiges Protein aus natürlichen Quellen. Es kommt mehr auf die Qualität als die Quantität an. Vergiss die Propaganda der Supplementindustrie. Als Normalo, der einfach nur fit und leistungsfähig sein möchte, brauchst du keine Eiweißpulver oder anderen ungesunden Müll. 4. Wenig Kohlenhydrate, hauptsächlich nur aus Gemüse und kein Getreide. Und was passiert mit der Ernährungsstrategie? Du hast eine stabile Energie den ganzen Tag, kein Vormittags- oder Nachmittagstief, kein Heißhunger, bessere Konzentration und ja, Fettabbau ohne Hunger. Schau dir auch gerne mein Video über Ernährungsmythen an. Dort entlarve ich 9 Lebensmittel, die als gesund beworben werden, aber toxisch sind. Der nächste Aspekt der Positivspirale ist Bewegung als Lebenselixier. Effizienz statt Zeitverschwendung. Hier ist mein größter Hack. Ich trainiere nur 5 mal 33 Minuten pro Woche, also insgesamt nicht mal 3 Stunden, komplett ohne Cardio oder stundenlange Fitnessstudio-Besuche. Nur intelligentes Krafttraining in meiner Garage mit wenig Equipment. In meinem Video Sixpack mit 40 der Trainingsplan zeige ich dir meinen kompletten 5 mal 33 Minuten Plan mit einem Repertoire aus 278 unterschiedlichen Übungen im Superset-Prinzip. Aber das Wichtigste, statt zeitaufwendiges Cardio-Training schlage ich mehrere Fliegen mit einer Klappe und integriere Bewegung in mein Leben. Treppe statt Aufzug, Fahrrad statt Auto, viel Bewegung mit den Kindern und Team- bzw. Funsport wie Basketball und Wakeboarden. Der nächste Aspekt der Positivspirale ist dein Schlaf als Fundament. Eine Stanford-Studie zeigt, Männer, die weniger als 6 Stunden schlafen, haben 15% weniger Testosteron. Schlechter Schlaf ist also eine freiwillige Kastration. Meine Schlafoptimierung. 1. Feste Zeiten. Bei mir 22:30 Uhr ins Bett und 6:30 Uhr ungefähr aufstehen, auch am Wochenende. 2. Absolute Dunkelheit, keine LEDs oder andere Lichtquellen im Schlafzimmer. 3. Eine kühle Temperatur im Schlafzimmer, 16 bis 19 Grad. 4. Handyverbot ab 21 Uhr. Keine Handys, keine Tablets oder sonst irgendwas im Schlafzimmer. Das Ergebnis, ich wache ohne Wecker auf, bin sofort wach und habe den ganzen Tag eine stabile Energie. Weitere Tipps zum Schlaf findest du in meinem Video Anleitung für einen guten Schlaf. Ein weiterer Aspekt der Positivspirale ist dein Lifestyle, eine proaktive Lebensgestaltung statt passiver Konsum. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Während andere Netflix schauen, lese ich Bücher. Während andere Candy Crush spielen, höre ich Podcasts. Hier ein Bild, das ich vor 2 Wochen im Flugzeug gemacht habe. Jeder Zweite hat ein Candy Crush-ähnliches Spiel auf dem Display gehabt und ich habe mir diesen Podcast von Steve Bartlett angehört. Das Geniale an der Positivspirale ist, sie verstärkt sich von selbst, genauso wie die Negativspirale. Besserer Schlaf führt zu mehr Energie. Mehr Energie führt zu Bewegung und Sport. Bewegung und Sport führen zu einer besseren Körperkomposition. Ein besserer Körper führt zu einem höheren Selbstvertrauen. Ein höheres Selbstvertrauen führt zu besseren Entscheidungen, zu mehr Erfolg, zu weniger Stress und damit auch zu besserem Schlaf. Genauso auch bei der Ernährung. Eine gesunde Ernährung führt zu stabiler Energie. Stabile Energie zu einer besseren Konzentration. Eine bessere Konzentration zu mehr Produktivität zu mehr Erfolg zu mehr Geld zu besseren Lebensmitteln und damit auch zu einer gesünderen Ernährung. Genauso ist es auch bei Sport. Sport führt zu mehr Endorphin zu besserer Laune, bessere Laune zu einer besseren Beziehung, eine bessere Beziehung zu weniger Stress und weniger Stress zu mehr Motivation für Sport. Da schließt sich der Kreis wieder. Nach 2 bis 3 Monaten wird es zu einem Automatismus. Du willst gesund essen, weil du dich besser fühlst. Du willst trainieren, weil es dir Energie gibt. Du willst früh schlafen, weil du morgens produktiver bist. Hier ein tolles Zitat von Jim Rohn. Motivation ist das, was dich starten lässt. Gewohnheit ist das, was dich weitermachen lässt. Schreib gerne unten in die Kommentare, in welcher Spirale du gerade steckst. Hier ist der Schritt 1, der brutale Realitätscheck. Heute noch. Bevor du etwas änderst, musst du wissen, wo du stehst. Sei brutal ehrlich zu dir selbst. Dein Körpercheck. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Wie viele Medikamente nimmst du täglich? Schaffst du 20 Liegestütze am Stück? Kannst du 5 Minuten Treppen steigen, ohne außer Atem zu sein? Hier dein Energiecheck. Wachst du ohne Wecker auf? Brauchst du Kaffee, um zu funktionieren? Hast du um 15 Uhr ein Energietief? Fühlst du dich abends zu müde für alles außer Netflix? Hier dein Beziehungscheck. Wann hattest du das letzte Mal ein tiefes Gespräch mit deiner Frau oder deinem Mann? Spielst du aktiv mit deinen Kindern oder schaust du nur zu? Hast du echte Freunde oder nur Facebook-Kontakte? Dann dein Screentime-Check. Schau dir deine tägliche Bildschirmzeit an. Bei iPhones findest du das unter Einstellungen Bildschirmzeit, bei Android-Handys unter Einstellungen Digital Wellbeing. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 4,2 Stunden täglich. Aber mal ehrlich, schon 4,2 Stunden sind ein Problem. Wenn du darüber liegst oder nah dran, hast du echt ein Thema. Wenn du bei mehr als der Hälfte der Checks schlecht abgeschnitten hast, bist du in der Negativspirale gefangen. Aber das ist okay, jetzt ändern wir das. Kommen wir zu Schritt 2, der Minimalstart. Eine Gewohnheit, 21 Tage lang, ab morgen.
Eine Studie von Dr. Maxwell Maltz fand heraus, das Gehirn braucht mindestens 21 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren. Wichtig, wirklich nur eine Gewohnheit. Dein Gehirn kann nur eine große Veränderung gleichzeitig verarbeiten. Wer alles auf einmal ändert, scheitert garantiert. Such dir also eine aus. Hier sind deine Optionen. Option 1, 16:8 Intervallfasten. Klingt hip, ist aber ganz einfach erklärt. Lass einfach das Frühstück weg. Erste Mahlzeit um 12 Uhr, letzte um 20 Uhr. Keine Snacks zwischendurch. Das war's. Kein Kalorien zählen, keine komplizierten Regeln. Warum das funktioniert? Dein Körper lernt wieder, Fett zu verbrennen. Du sparst Zeit und Geld. Deine Insulinsensitivität verbessert sich. Option 2, 10 Liegestütze jeden Morgen. Direkt nach dem Aufstehen, vor dem Duschen, 10 Stück. Wenn du keine schaffst, mach sie auf den Knien. Wenn 10 zu leicht sind, mach 15 oder besser 50. Warum das funktioniert? Du startest jeden Tag mit einem Erfolgserlebnis. Dein Testosteron steigt, du baust langsam Kraft auf. Option 3, um 21 Uhr das Handy weg. Handy in einem anderen Raum. Stattdessen ein Buch lesen oder mit deiner Frau oder deinem Mann reden. Warum das funktioniert? Besserer Schlaf durch weniger Blaulicht, mehr echte Beziehungen, weniger Dopaminsucht. Option 4, Treppe statt Aufzug. Immer, ohne Ausnahme, auch im 5. Stock und auch im 10. Warum das funktioniert? Mehr Bewegung im Alltag, bessere Kondition, stärkere Beine. Und denk an die 21-Tage-Regel. Wähle eine Option, mach sie 21 Tage lang, jeden Tag. Ohne Ausnahme, auch am Wochenende. Auch wenn du krank bist, auch wenn du keine Lust hast. Warum? Weil Disziplin ein Muskel ist. Je öfter du ihn trainierst, desto stärker wird er. Kommen wir jetzt zu Schritt 3, die Verstärkung, Woche 4 bis 12. Nach 21 Tagen ist die erste Gewohnheit etabliert. Jetzt kommt die zweite dazu. Aber Achtung, wieder nur eine. Nach den 21 Tagen im 2. Monat Ernährung optimieren. Wenn du mit Intervallfasten angefangen hast, optimiere jetzt die Qualität deiner Nahrung. Als Beispiel, keine verarbeiteten Lebensmittel mehr. Denk an meine Faustformel von vorhin. Im 3. Monat dann Schlaf optimieren, feste Schlafzeiten einführen, Schlafzimmer abdunkeln, Temperatur auf 18 Grad runter. Der Verstärkertrick, verbinde neue Gewohnheiten mit bestehenden. Das nennt sich Habit Stacking. Beispiel, nachdem ich Kaffee getrunken habe, mache ich 10 Liegestütze. Oder, nachdem ich die Zähne geputzt habe, lese ich 10 Seiten in einem Buch. Hier noch, warum die meisten scheitern und du es nicht tun wirst. 1, sie wollen zu viel auf einmal. Du startest mit nur einer Sache. 2, sie haben keine Geduld. Du gibst dir die 21 Tage Zeit und fügst Gewohnheit für Gewohnheit hinzu. 3, sie haben kein System. Du nutzt Habit Stacking. 4, sie machen das alleine, du machst es in der Community. Schreib gerne unten in die Kommentare, mit welcher Gewohnheit du startest. Ich lese jeden Kommentar und antworte auch. Und hier noch ein Notfallplan, falls du mal scheiterst. Du wirst Tage haben, an denen du versagst. Das ist normal. Hier ist ein Notfallplan. 1, keine Selbstvorwürfe. Ein schlechter Tag macht dich nicht zum Versager. 2, sofort wieder anfangen. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht übermorgen, sofort. 3, analysieren. Was ist schiefgelaufen? Wie verhinderst du es beim nächsten Mal? Und hier ein schönes Zitat. Es ist nicht wichtig, wie oft du fällst, es ist wichtig, wie oft du wieder aufstehst. Lass mich dir die 5 wichtigsten Erkenntnisse dieses Videos nochmal zusammenfassen. 1, die Industrie macht dich systematisch krank. Big Tech, Big Food und Big Pharma profitieren von deiner Schwäche. Candy Crush, verarbeitete Lebensmittel und Symptommedikamente halten dich in der Negativspirale gefangen. 2, Transformation ist in jedem Alter möglich. Ich war mit 12 ein unsportlicher, übergewichtiger Stotterer. Heute bin ich mit 45 fitter als je zuvor. Wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. 3, eine Entscheidung kann alles ändern. Mein Basketballmoment hat mein ganzes Leben verändert. Nicht nur körperlich, auch beruflich, familiär und mein ganzes Leben wirklich. Alles basiert auf Disziplin und Konstanz. 4, die Positivspirale verstärkt sich von selbst. Besserer Schlaf führt zu mehr Energie. Mehr Energie führt zu besseren Workouts. Bessere Workouts führen zu höherem Selbstvertrauen. Höheres Selbstvertrauen führt zu besserem Schlaf. Ein Aufwärtskreislauf. 5, starte minimal, aber starte heute. Nicht alles auf einmal. Eine Gewohnheit, 21 Tage durchziehen, dann die nächste obendrauf. Konstanz schlägt Perfektion. Du hast jetzt die Wahl. Bleibst du in der Negativspirale gefangen? Candy Crush, Netflix, 4 Stunden Screentime täglich? Oder startest du heute deine Transformation? Deine Freunde und deine Familie schauen zu dir auf. Du verdienst ein Leben voller Energie und Erfolg. Und wenn ich verdienen sage, meine ich auch verdienen. Denn verdienen bedeutet, dass du Energie reinstecken musst, damit Energie wieder herauskommt. Wenn dieses Video dich motiviert hat, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich zeige dir jede Woche, wie du ohne Gym, ohne Supplemente und ohne komplizierte Diäten natürlich fit und gesund wirst. Schreib unten in die Kommentare, mit welcher Gewohnheit startest du morgen? 16:8 Fasten, Liegestütze, Handy um 21 Uhr weg oder Treppe statt Aufzug.
Ich lese jeden Kommentar und antworte persönlich. Nächste Woche gibt es wieder ein Video zum Thema Gesundheit, aber welches Thema genau, stimmen wir noch im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu und gestalte den Kanal mit. Als Bonus noch ein kleiner Trick, da du bis zum Ende dabei geblieben bist. Leg dein Handy jeden Abend in einen anderen Raum. Klingt simpel, probier es aber einfach 7 Tage aus. Was passiert? Du wachst nicht mehr mit Instagram auf, du schläfst besser, weil kein Blaulicht dein Melatonin blockiert, du redest wieder mit deinem Partner, du liest wieder Bücher und du träumst wieder. Danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.